So Leute, wir sind auf dem Weg nach Duisburg. Die beiden sind ja letztes Mal schon da gewesen, haben es aber nicht hingekriegt, jetzt bin ich dabei. Ja, wir haben gedacht, wir haben es hingekriegt. Alles war warm, aber 2 Tage später wurde wieder langsam alles kalt und deswegen haben wir die Vermutung gehabt, dass die Umlaufpumpe jetzt doch den Geist aufgegeben hat. Die ist auch schon gut in die Jahre gekommen. Jetzt haben wir uns eine neue gekauft und bauen die auch selber ein. Ja. Das ist, glaube ich, auch erlaubt. Ne? Ist auch relativ easy, wie es aussieht. Der Mike ist ja auch nur dabei, weil der die Elektrofachkraft ist. Ja, und deswegen haben wir den ja mitgenommen, damit das alles rechtlich halt korrekt ist. Ja, genau. Nee, ich habe da halt auch gar keine Aktien drin. Ist immer, wo man sich reinfuchst in das Thema, damit, ja, da weiß man halt Bescheid. Ich weiß da jetzt gar nichts. Ich bin da jetzt mal gespannt, was auf mich zukommt und film euch, glaube ich, hauptsächlich da heute und werde das ein bisschen mit der Kamera begleiten. Ach, Mike, dein Koffer, Alter. Mike sind deine ganzen T-Shirts. Auf einmal frei, das ist cool. Das ist echt cool. Sind das nur meine, die alle? Ja, dann kannst du wieder gut riechen. Das sind die Kunstwerke, die wir hier beim letzten Mal gemacht haben. Aber das kennen die alles aus dem alten Video. Echt? Ja, ist Klebeband, ne? Ist halt nicht hier. Wir haben halt gesagt, so Künstler sind wir nicht, dass wir so eine Gipseinpackung machen können. Das ist nämlich voll krass. Und hier ist alles warm, kalt, warm? Der ist heiß. Der ist heiß, ne? Das ist Gartenseite, ne? Gartenseite, die dürfte jetzt bei denen nicht kalt sein. Ja, aber jeden Tag ist anders. Ja, weißt du, das die eine wieder gerade auf und dicht zu ist halt, ne? Geh mal dahin. Hier ist kalt, obwohl auch lauwarm. Lauwarm, ja. Das darfst du jetzt nicht zeigen, hier die letzte Stelle. Nee? Nee, Dein weil die Entwickelzeug nicht gereicht. ist sonst da ausgegangen. Ja gut, dann zeige ich das nicht. Du bist echt ein netter Mensch. Und guck mal hier, jetzt ganz easy. Verschraubung. Das Kabel musst du machen. Ja. Wir haben hier zum Zudrehen oben unten, das ist halt ganz cool gemacht schon. Das ist Ne? halt wie bei uns auf der Arbeit, ne? Sowas. Ne? So einfach oder was? Nein, ich meine die Arbeit. Ist Ach so, wie bei genau uns dasselbe. auf der Arbeit, ne? Ja. Ist nicht so wie in Das auf jeden Mietwohnung. Fall. Was heißt du dafür aus? Ja, auf jeden Fall, die Pumpe läuft ja. Ne? Und dass hier vorne Wasser kommt, ist normal. Habe ich extra einen Heizungsbauer gefragt. Ja, ja. Ja. Der sagt, dass Weil ich da, bin mir nicht da sicher. kommt immer ein Schluck kommt da raus. Ja. Auf jeden Fall Vilo drin, wieder Vilo rein. Nur echt, das ist echt was anderes, was wir jetzt da Das ist einbauen. eine Verstellpumpe auch jetzt, ne? Das Verstell, die hat halt hier für einmal für Heizkörper, für Bodenheizung und das hier ist halt nach Stufen. Ist aber keine. Der Auch hier. der hier, ja. Aber das Krass. gucken wir gleich. Er gibt die 10 Minuten Knallgas. Was hat die jetzt gekostet? Wir haben ich schätze so um die 200. Von wem haben wir Die ist die? über Roberto, Ach so. der Heizungsbauer. Der hat die bestellt Und und hier wir haben hast die du abgeholt. Stecker. Den musst du hier anklemmen, fertig. Ja, okay. Stecken wir Und dann rein. ist das noch einfacher zu wechseln. Da musst du nie wieder mitkommen. Ich würde sagen, Zeiteinsatz 20 Minuten, wenn jemand die Opportunitätskosten ausrechnen will. 20 Minuten haben wir das fertig, circa. Fahrzeit sagen wir jetzt nicht. Wenn man hören will, ob Pumpen kaputt sind oder Lagerschaden haben, dann, wenn die läuft, dann nimmt man einen Schraubendreher, steckt ihn sich hier ins Ohr quasi und geht so ans Gehäuse und die steht. Weiß man zu 100%. Wer hat das gekannt, Alter? Das würde ich mal Ja, gerne aber am wissen. besten ist, glaube ich, sogar, wenn die so einen Schlagstiel durchhaben, ne? Das Eisen durchgeht, ne? Ich glaub, Besser. das ist Ne? scheiße. Am besten ist mit so einem, wie heißt das? Ich hätte jetzt fast Osteoskop gesagt, aber das heißt das nicht. Das, dieses, wo die Ärzte bum 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 bum. Ach so. Wie heißt das? Ach so, Stethoskop, Stet- Stethoskop, oder? Stethoskop, ne? Stethoskop. Oh, die sind gut gangbar, Alter. Oh, die laufen echt wie eine Eins, Alter. Aber die sind Ja, Mike, auf der Arbeit würden wir jetzt als erstes, bevor wir hier was machen, würden wir Elektriker anrufen, Ja, ja. dass er den Motor bitte abklemmt. Hier zu den Dingern kann man sagen, wenn die mal irgendeiner zudreht oder was, oder aufdreht, man dreht die ganz auf und dann ein bisschen zu. und dann dreht man die wieder ein kleines Stück zu, weil dann werden die nicht fest. Ne? Also jetzt ganz auf und dann ein kleines Stück wieder zu, dann werden die viel, viel weniger fest, wie wenn die komplett auf Anschlag Alle, die gedreht bei der Feuerwehr waren, die sagen, nein, das macht man nicht so. sind. Warum das denn Da nicht? dreht man immer komplett auf. Aber warum? Gerade beim Luftanschluss hinten, weil wenn du irgendwo damit runterrobbst und der nicht ganz aufgedreht ist, dreht er sich schneller wieder zu und hast plötzlich keine Luft mehr. Oh, ja okay, das ist Aber das ist- sicherheitstechnisch. Ja, aber was hier, die ganz bleiben ja anderes. dann jahrelang auf und dann sollte man ein bisschen zurückdrehen, damit die nicht fest werden. Naja. Ich würde Die- sagen, die wir Leute- gehen jetzt noch einen Kaffee trinken, bis der Elektriker das fertig hat. Und dann machen die Schlosser die Arbeit. Quatsch, wir warten auf der Arbeit. Aber das ist ein schlauer Elektriker, weil der macht danach immer alles mit Stecker. Da muss er danach nämlich nie wiederkommen, weil das dürfen noch Mechaniker machen. Ja, ja. Da kommt ein bisschen heißes Wasser. Das war halt meine Vermutung, dass das fest ist, aber das läuft auch wieder. Ja, was hätte so ein Heizungsbauer dafür genommen? Roberto, das kannst du beantworten. Ja, ich. Roberto hätte nicht viel genommen, aber ich denke mal, wenn man einen jetzt hier nimmt, den man nicht kennt, das wäre bestimmt richtig teuer. Ja, der würde sagen, die brauchen den ganzen Tag für.
Ja, hat geklappt. Da haben wir ein Schwein gehabt hier. Machen wir alles richtig? Haben wir richtig überlegt? Alles ist zu. Ja. Aber das ist, da musst du mit dem Wasser aufpassen, das ist heiß. Ja. Das ist richtig am Qualmen, Junge. So, die aber auch neu. Die war auch im Arsch, Alter. Das ist ja echt voll am Dampfen, Junge. Ja. Ja genau, mach das mal ab, das Ja. machen wir nachher wieder drauf. Weil so sieht hier nämlich genauso schlecht aus wie die alte. Ich dachte, das ist voll die Hightech-Pumpe, das ist gar kein Unterschied. Doch, die hat hier 4 Schrauben drin, die andere hatte nur 2 Schrauben über Kreuz, hat eine gefehlt. Echt? Ja. Das ist krass. Kriegst du die Dichtung da gut rein? Ja, von hinten. Aber da ist genug Puffer nach oben, kann man was hochziehen. Ne? Ja, nö, da ist aber hier, da ist Luft komplett ein halber Zentimeter drin. Pumpentauschdienst können wir auch anbieten jetzt, ne? 200 € pro Pumpe. Aber nur mit der Vorbereitung. Ich glaube, man darf gar nicht zu feste machen. Ich habe gehört, Nee, dann ja, macht man die Dichtung Gummidichtung kaputt, ne? Ja, lass mal so. Ja, Und ich wir will auch gucken, so lassen, Alter. wir gucken gleich, ob die dicht ist, weil wenn es dicht ist, dann bleibt es dicht. Das ist normalerweise, das stimmt. Soll ich mit der hier Wege machen? Boah, ich glaube, mit der kann ich gar nicht zu fest machen, das ist das Gute. Das reicht. Oder? Jo. Das ist Gummi, das ist ja... Jetzt kann man die eigentlich schon aufdrehen, die Dinger hier. Gucken. Oh, die ist ja direkt gefüllt, hey. Ja, aber es ist so wenig Luft, das ist ganz Nee. cool. Und die hat hier wirklich irgendein Entlüftungsprogramm. Ich lese mir das nochmal durch, solange du da dran bist. Fertig. Oh. Ihr müsst das Rohr kürzen. Schaffen wir nicht, ne? Ja, wir machen so einen bevor der Stecker. Ich meine, Ja. den Stecker habe ich jetzt ganz schnell wieder auseinander. Ne? Das ist wirklich gar kein Problem. Ne? Nee, das machen wir jetzt. Wir machen das perfekt. Guck mal, das hier so. Weil wir haben echt, ich würde sagen, hier. Einen Stift in der Tasche, Mike. noch weiter. Ja, Mike, kannst du den Stecker auseinanderbauen? Jo. Kann man den hier falsch schon reinstecken? Das ist auch ein Widerhaken. Leuchte mal da unten rein. Dicker Pin, dünner Pin, also doch andersrum. So machen wir die Heizung an. Fast die ganze Pumpenschlaufe oben im Erdgeschoss geschickt. Die läuft. 39, 40 Watt. Ich würde gar nicht viel verstellen, sondern erstmal dieses Entlüften machen. 5 Sekunden warten, dann müssen da einfach alle 3 Striche sein. Wie sieht das so aus? Die Ja, ticken die hin und her, ja. Ja, genau. 10 Minuten lang jetzt. Die ist laut, ne? Ja, warte mal. Ja. Ah. Das war ist Luft. nicht mehr laut. Steht ja 10 Minuten jetzt. Jetzt können wir eigentlich hochgehen, mal den gehobenen Wasserschaden angucken. So. Fertig läuft. Ja, ist am Laufen. Wir hatten halt hier diese Pumpe, hat so ein automatisches Entlüftungssystem, das ist jetzt 10 Minuten durchgelaufen. Ebert hat den Druck nochmal auf Vollgas, 2,5 Bar gemacht und jetzt haben wir einfach auf Stufe 3 Volldampf. Fertig. Also ist eigentlich, wenn ein Ventil davor und danach sitzt, ist eigentlich eine richtig einfache Sache. Das ja. Das habe ich noch nicht gesehen. Nicht? Das ist die Anleitung von der Heizung. Und? Wird warm? Wird immer wärmer, jo. Hier ist auf jeden Fall schon, finde ich schon, wenn du hier ganz da reingehst und an das Rohr oben. Du kannst nicht deine Finger überall so tief reinstecken. Da ist Glaswolle, das juckt nachher. Boah, ohne Scheiß, warum mache ich das, Alter? Mach den Mike mal Kriegsbemalung mit der Glaswolle. Ja, Mann. Der macht den ganzen Tag dann so Kriegsbemalung. Das heißt nämlich letztes Mal, weißt du? Ey, ich bin da unten in dem Waschbecken, hab alles voll, wasch mir meine Hände, dachte, die sind sauber, wasch mir dann das Gesicht. Ja, das ist scheiße. Weil das du warst von ganz oben. Nee, Erdgeschoss. Wir gehen jetzt noch in Dachgeschoss, gucken, ob es da heiß ist. Der aus dem Erdgeschoss hat schon angerufen, der dachte, wir sind abgehauen schon. Okay, aber ist warm, hat er gesagt, ist warm. Läuft, funktioniert alles. Einwandfrei. Ja, Wenn perfekt. wir noch Dachgeschoss gucken, wenn bei Ja, dem dann auch lass- läuft, ist ja einwandfrei. Jo, das Werkzeug mitnehmen, fertig, ne? Die Seite hatte gar keine Probleme gemacht, diese Wohnung. So, okay. Warum auch immer, ne? So, jetzt wechseln wir noch ein Böhnchen und dann ist Feierabend für heute. Was los, wie du da hingekommen bist, Junge, wirklich. Du musst ja super Weg gefunden haben. Ja, super.
So, das war's jetzt, ne? Hat gut geklappt damit der Heizung. Jo. Ein Glück, dass das gewesen ist, ne? Weil sonst weiß man dann immer nicht, Da gab wo man... es sonst nichts anderes. Ja. Aber die anderen Tipps aus dem letzten Video, die sind auch alle Gold wert, ne? Ja. Das sind auch Möglichkeiten, die es aber nicht waren. Ja. Da alles, was wir schon probiert haben da und zerstört haben und Ja. waren wieder 3 Einsätze, ne? Für dieses Problem. Jo. Einmal warst du alleine, hast alles vorbereitet, dann waren wir zusammen, dachten wir sind Kings, haben es gemacht und jetzt sind wir zu dritt gefahren und jetzt hat es wirklich geklappt. Bis morgen. Mike, hau rein, Jo. ruhige Nacht. Jo. Ich fahr noch mit. Und ihr seid fleißig. Jo.